Guten Tag, meine Leser, guten Tag, meine Zuschauer. Heute eine neue Folge von Michael Grant Klartext. Heute wieder eine zeitgeschichtliche Folge und zwar Geheimakte Stalin, was Sie sicherlich noch nicht wissen. Stalin war ein Millionenmassenmörder, Ehebrecher und Bankräuber, trieb Unzucht mit einer Minderjährigen, opferte seinen eigenen Sohn und wird trotzdem als Held verehrt. Für viele Russen, auch für viele, die ich kenne, ist Stalin heute noch ein Held. Zeit also, sich diese Person einmal genauer anzusehen und ungeschminkte Fakten hervorzubringen. Stalin war ein glühender Kommunist und Diktator, seine Macht war absolut, doch überall witterte er Verrat. Stalin soll gesagt haben, ich zitiere: Der Tod löst alle Probleme, ein Mensch, ein Problem, kein Mensch, kein Problem. Zitat Ende. Ich habe euch mal Kurzfakten aus seinem Leben zusammengestellt, über die man tausende von Seiten füllen könnte, aber einfach mal kurze Fakten. Hier die persönlichen Fakten, die Sie oder die ihr vielleicht noch nicht kennt. Stalin, geboren am 6.12.1878, war kein Russe, sondern Georgier. Sein bürgerlicher Name lautete Iosif Wissarionowitsch Djugaschwili. Er ist das einzige Kind, sein Vater ein Schuster, der trank und gewalttätig war. Sein körperliches Gebrechen, das er zu verstecken versuchte, tiefe Narben im Gesicht durch Windpocken. Sein linker Arm war kürzer als der rechte, angeblich seit einem Unfall mit einem Pferdekarren. Zudem humpelte er. Seine Mutter schlug ihn und wollte unbedingt, dass er Bischof wird. Demnach trat er ins Priesterseminar in Tiflis ein, doch die Mönche misshandelten den Jugendlichen, weswegen er vom Glauben abkam. Er lernte von ihnen lediglich, wie man Menschen unterjocht. Seine erste Frau starb früh an Tuberkulose und schenkte ihm einen Sohn, Jakov, der ihm aber zeitlebens fremd blieb. Stalin verführte seine 16-jährige Sekretärin. Sie heiratete ihn später und gebar 2 Kinder. 1941 wird Jakov von der deutschen Armee gefangen genommen. Stalin vermutet, sein Sohn habe sich ergeben. Deshalb lässt er Jakovs Frau, also seine Schwiegertochter, einsperren und verhören. Er witterte Verrat. Stalins einzige Tochter hatte eine Beziehung mit einem Drehbuchautor. Stalin entzweite das Paar, weil der Geliebte seiner Tochter ein Jude war und ließ ihn als angeblichen englischen Spion in ein sibirisches Lager bringen. Stalin betrog seine Frau mit seiner Friseurin, die ihn jeden Tag frisierte. Stalin starb am 5. März 1953 unter bisher noch ungeklärten Umständen. Auch darüber werde ich ein eigenes Video machen, später. Hier politische Fakten, die ihr und Sie vielleicht noch nicht kennen. Mit 20 trat Stalin in die Sozialdemokratische Partei Russlands ein und wurde von Lenin inspiriert. Deshalb trat er in den radikalen Zweig der Partei ein, den Bolschewiken. Lenin schätzte Stalin. Stalin sorgte für die Finanzierung der Bolschewiken, auch durch Bankraube. Er verteidigte Gewalt und nahm den Kampfnamen Stalin, der Stählerne, an. Nach der Machtübernahme ernannte Lenin Stalin zum Volkskommissar für Nationalitätenfragen. Politische Gegner waren für Lenin Staatsfeinde. Um sie zu bekämpfen, gründete er die Geheimpolizei Tscheka, die in den ersten 6 Wochen 50.000 Menschen ermordete. 1922 wurde Stalin Generalsekretär der Kommunistischen Partei. Als Lenin erkrankte, soll Stalin sich um ihn kümmern. Doch Stalin stellt Lenin kalt. 1922 wurde die UdSSR gegründet, 1924 starb Lenin.
In seinem letzten Brief schrieb er, ich zitiere, Stalin ist zu brutal. Zitat Ende. Der Gründer der Roten Armee lässt Stalin deportieren und im Exil in Mexiko ermorden. Stalin ist nun der einflussreichste Mann in der Partei. Bauern und Höfe werden vergemeinschaftet, Bauern leisten Widerstand und lehnen Kollektivierung ab. Stalin erklärt sie zu Staatsfeinden. 20.000 Polizisten sollen die Enteignung voranbringen. Hier kriminelle Fakten, die Sie sicherlich so noch nicht kennen. Wegen revolutionärer Agitation wurde Stalin 1902 zum ersten Mal verhaftet und musste ein Jahr ins Gefängnis. Im Juni 1907 überfiel Stalin mit einer Bande den Geldtransport nach Tiflis. Beute 250.000 Rubel, heute ungefähr 6 Millionen Euro. 40 Menschen wurden getötet, 90 verletzt. Stalin ordnete auch die Ermordung des Gründers der Roten Armee, Trotzki, an. Ich habe es bereits erwähnt. Bis heute ungeklärt, ob Stalin seine Frau Nadezhda umbringen ließ oder sie zum Selbstmord trieb oder sogar selbst umbrachte. Die Opfer der Kollektivierung der Bauern und der anschließenden Hungersnot kosteten 5 Millionen Menschen das Leben, die meisten in der Ukraine. 4 Millionen Bauern wurden zwangsumgesiedelt, manche nach Sibirien verschleppt. 600.000 überlebten die Transporte nicht. Menschen wurden ohne Grund eingesperrt, beispielsweise weil sie einen Witz erzählten, so aussahen wie Stalin oder ihre Parteikarten nicht dabei hatten. Im Januar 1934 gab es den Parteitag der Verdammten. Der 17. Kongress der KPdSU. Nicht alle der 1200 Delegierten stimmten für Stalin. In den nächsten Jahren wurden 1000 von ihnen hingerichtet oder in den Gulag geworfen. Viele Schauprozesse folgten auch gegen alte Weggenossen. Stalin ließ 10.000 seiner eigenen Offiziere hinrichten. In den 1930er Jahren kamen Millionen bei den Säuberungen um. Im Juli 1941 Stalin erließ den Befehl 270. Wenn russische Soldaten sich den Deutschen ergeben, sollten ihre Familien bestraft werden. Deserteure werden sofort erschossen. Wer einen Schritt zurück macht, wird erschossen. Stalin macht darüber einen makabren Witz. Ich zitiere, in unserer Armee ist ein Rückzug gefährlicher als ein Angriff. Zitat Ende. Überlebende russische Kriegsgefangene werden häufig in Gulags gebracht. In Stalins Lagern arbeiten ca. 3 Millionen Sträflinge für die Kriegswirtschaft. 2 Millionen von ihnen sterben bis Ende des Krieges. Viele Frauen werden gleich nach Ankunft in den Lagern von den Aufsehern vergewaltigt. Bis zu Stalins Tod sterben etwa 2,7 Millionen Menschen in den Gulags. Hitler will Generalfeldmarschall Paulus von der 6. Armee gegen Stalins Sohn Jakow austauschen, den die Deutschen gefangen genommen haben. Doch Stalin lehnt ab. Er sagte, ich zitiere, ich tausche keinen Marschall gegen einen Leutnant aus. Zitat Ende. Stalins Sohn starb dann 1943 im KZ Sachsenhausen. Alleine von der 6. Armee gingen 100.000 deutsche Soldaten in russische Gefangenschaft. Nur 6.000 sollten ihre Heimat wiedersehen. Stalin schreitet nicht gegen die größten Massenvergewaltigungen der Menschheitsgeschichte gegen deutsche Frauen, Kinder, Mädchen ein. Etwa 1,4 Millionen werden brutal vergewaltigt oder viele davon begehen später Selbstmord. Ich habe darüber ein Buch geschrieben, das Ende November erscheint. Ich werde darüber einige Videos machen, nur mal als Vorab-Ankündigung. Also Stalins Massenmordbilanz sieht so aus: Ermordung Trotzkis, Opferung seines eigenen Sohnes Jakows, Tote der Kollektivierung, ca. 600.000 Bauern, Tote durch die von Stalin ausgelöste Hungersnot, 5 Millionen, Gulag-Opfer, ca. 2,7 Millionen, deutsche Kriegsgefangene, die in russischen Lagern starben, ca. 1,2 Millionen, Tote durch die Folgen russischer Massenvergewaltigung, ca. 240.000. Historiker sind sich einig,
Insgesamt fielen Stalin rund 20 Millionen Menschen zum Opfer durch Massenerschießungen, in den Gulags durch Deportationen und die Massenhungersnot, vor allem in der Ukraine. Auch heute noch. Jeder Zweite in Russland bewertet Stalins Herrschaft positiv, obwohl der Massenmörder Millionen Russen umbringen ließ. Sein Bonus ist wohl der Sieg gegen den Faschismus. In meiner Buchreihe Adolf Hitler, eine Korrektur, die bisher 6 Bände hat, greife ich all diese Themen auf. Der Krieg gegen Russland wird in Band 8 oder Band 9 aufgerollt werden. Und ich decke in jedem Band mit 2000 bis 2500 seriösen Quellen auf, wie unsere Geschichte heute verlogen ist. Ihr könnt auch meinen kostenlosen Newsletter auf www.michaelgrant.de abonnieren. Da bekommt ihr jede Woche einen neuen brisanten Artikel und in meinem Archiv könnt ihr alles über meine Hitler-Buchreihe lesen und sehen. Auch ein Video, das ich auf YouTube nicht posten kann, weil es dann gleich gesperrt wird. Also dort gibt es ein brisantes Video zu meiner ganzen Hitler-Buchreihe. Ich wünsche euch alles Gute, bis zum nächsten Mal, euer Michael Grant.